Mein Leben war davon geprägt, dass ich nicht dazugehörte, nicht reinpasste. Mit diesem Gedanken konnte ich das nicht weitermachen. Das ist einfach kein Leben, was man als Kind gerne möchte. Meine Schwester ist relativ krass rebelliert und ich bin ihr einfach gefolgt. Ich bin Amy. Ich arbeite als Heilerziehungspflegerin mit Menschen mit Behinderung. Ich bin in Oldenburg geboren und aufgewachsen. Die größte Schwierigkeit war hier einfach, ausländisch zu sein, sozusagen. Also ich bin zwar halb deutsch, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, aber dadurch, dass mein Vater Iraner ist, hatte ich immer irgendwie diesen Migrationshintergrund. Und mit 9 musste ich anfangen, Kopftuch zu tragen, zu beten 5-mal am Tag und zu fasten. Und die anderen Kinder haben das gar nicht verstanden, warum ich das jetzt machen musste. Und für mich war das auch immer so ein Gefühl von, ich bin anders, ich gehöre nicht dazu. Nach der 4. Klasse sind wir dann nach Iran gezogen, weil mein Vater gerne zurück zu seiner Familie wollte. Und auch da wurde ich aber trotzdem gemobbt dafür, dass ich nicht so gut sprechen konnte, nicht so gut schreiben konnte wie alle anderen Kinder, weil ich halb deutsch bin. Nach 1,5 Jahren sind wir wieder zurück nach Deutschland gezogen. Meine Mutter hat sich da einfach unwohl gefühlt und wollte wieder zurück. Und dann haben sich meine Eltern auch getrennt. Meine Schwester ist relativ krass rebelliert. Als sie wiederkam, hatte sie das Kopftuch abgesetzt und ich bin ihr einfach gefolgt. Ich hatte zwar totale Angst, weil ich wusste, mein Vater wird sehr, sehr enttäuscht sein. Aber in dem Moment dachte ich mir, ich möchte kein Kopftuch mehr tragen. Ich möchte nicht mehr als Außenseiter gesehen werden. Als meine Eltern sich dann getrennt haben, war es für mich so, meine Mutter ist psychisch sehr labil geworden und hat mich so ein bisschen auch als ihr Kummerkasten benutzt, mir viele Sachen erzählt, auch über meinen Vater, was er gemacht hat. Und in dem Moment ist meine Mutter für mich weggebrochen. Und mein Vater ist weggebrochen dadurch, dass meine Mutter halt mir erzählt hat, was er alles für Sachen gemacht hat. Das war für mich sehr schwierig, innerhalb kürzester Zeit sozusagen 2 Elternteile zu verlieren und für meine Schwestern da sein zu müssen. Das ist einfach kein Leben, was man als Kind gerne möchte. Als wir nach Deutschland zurückgezogen sind, da bin ich angefangen, in einen Chor zu gehen, also in einen Gospelchor. Und ich habe halt nach und nach sowas wie einen Kinderchor dann gegründet. Und irgendwann habe ich einfach einen Raum gesucht, wo ich mit den Kindern proben kann. Und dann bin ich durch die Straßen gefahren und dann kam ein Pastor von einer Kirche raus, von einer Freikirche. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich eventuell einen Raum haben könnte, um mit meinem Kinderchor dort zu proben. Und er meinte, ja, das ist überhaupt gar kein Problem und ich kann gerne kommen. Und genau, von dem Moment an bin ich dann in die Kirche gegangen. Ich hatte dort meinen Kinderchor, dann sind wir sonntags im Gottesdienst immer mal wieder aufgetreten. Ja, so bin ich dann immer mehr und mehr zum Christentum und zu dem Glauben gekommen. Ich habe mich einfach super zu Hause gefühlt. Also ich habe von denen etwas bekommen, was ich zu Hause bei mir nicht bekommen habe, nämlich gesehen zu werden und geschätzt zu werden für das, was ich bin und was ich mache und was ich kann. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, zum Christentum zu konvertieren. Ich habe dann mein Abitur gemacht und bin nach dem Abi nach Münster gezogen und habe dort das Studium der evangelischen Theologie angefangen und hatte so ein bisschen diesen Traum, Jugendpastorin zu werden, um einfach Kindern und Jugendlichen auch dieses Gefühl zu geben, irgendwo dazuzugehören. Als ich dann in Münster gewohnt habe, habe ich meinen besten Kumpel kennengelernt und ich habe dann über Homosexualität überhaupt erst so wirklich gelernt. Also ich habe das erst zu dem Zeitpunkt gesehen. Früher habe ich nie was mit homosexuellen Menschen zu tun gehabt und er hat mich sozusagen in diese Szene, in die homosexuellen Szene mit reingebracht. Dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich fühle mich hier echt wohl und ich glaube, das ist das, was ich bin und wer ich bin. Und genau, als ich dann meine erste Freundin zu der Zeit dann kennengelernt habe, habe ich auf einmal gemerkt, wow, okay, ich kann lieben. Und ich dachte vorher, ich kann nicht lieben. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay. Auch wenn es mittlerweile im evangelischen Christentum erlaubt ist, als homosexuelle Person Pastor, Pastorin zu sein, ist es trotzdem so, dass das einfach nicht gern gesehen wird. Früher war ich die Begabte, die super tolle Dinge gemacht hat. Die fanden es total toll, wie ich da mitgeholfen habe. Und jetzt auf einmal, nur weil ich mich als homosexuell geoutet habe, war ich das nicht mehr. Das war für mich einfach
unvorstellbar. Mit diesem Gedanken konnte ich das nicht weitermachen. Ich konnte nicht Pastorin werden, wenn ich weiß, dass mich dann komplette Gemeinden einfach hassen werden oder nicht haben wollen. Ich glaube immer noch an Gott. Ich würde sagen, man kann es verschieden nennen. Gott, das Universum, eine Energie, da ist etwas Liebendes. Und wenn es Gott wirklich gibt, dann liebt er den Menschen genauso, wie er ist. Aber es ist nicht das, was die Menschen daraus machen. Es ist nicht diese Religion, die andere Menschen ausgrenzt. Deswegen bin ich einfach zu diesem Entschluss gekommen, dass ich keiner Religion mehr angehören möchte, sondern für mich selber ja meine Spiritualität sozusagen gefunden habe. Und es kommt halt nicht von außen. Das habe ich jahrelang probiert, mein Glück im Außen zu finden. Aber es ist erst dann wirklich gekommen, als ich gemerkt habe, okay, das Glück muss von innen kommen. Ich muss mich selber lieben, ich muss mich selber akzeptieren, wie ich bin. Und dann kommt das Glück von ganz alleine. Am meisten hat mir auf diesem Weg die Selbstreflexion geholfen. Sich selber auch hinterfragen und zu schauen, macht mich das gerade glücklich? Wenn ich mich verändere, wenn ich versuche, mich anzupassen. Aber mittlerweile bin ich einfach an diesem Punkt, dass ich gemerkt habe, ich bin so richtig, wie ich bin und ich fühle mich wohl, so wie ich bin und ich liebe mich so, wie ich bin und ich bin auch echt stolz darauf, was ich mittlerweile geschafft habe. So finden sich natürlich auch Menschen, die genauso sind wie ich und dann feiert man seine Verschiedenheit und seine Individualität und das ist das Schöne, finde ich. Ich würde mir unfassbar wünschen, ein Vorbild für die jüngere Generation zu sein, dass Kinder und Jugendliche einfach sehen können, dass man so sein sollte, wie man ist und dass man stolz darauf sein sollte, dass man individuell sein sollte und dass man sich selber feiern sollte für das, was man ist und dass einfach die Gesellschaft anfängt, bunt zu sein. Das fände ich so unfassbar schön.